willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe mir erstmal einen Monat Auszeit gegönnt, das musste einfach mal sein. Einfach mal ein bisschen runterkommen, sich sortieren und dann wieder mit neuer Kraft starten. Deswegen gab es jetzt letzten Monat kein Video, dafür gibt es jetzt wieder ein Video am ersten Sonntag des Monats. Und worum es da geht, sehen wir jetzt gleich. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen, ich hoffe es gefällt euch. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Viel Spaß! Ich habe hier mal die Laube leer geräumt, wie man sieht. Und natürlich in der Werkstatt weitergemacht und so diverse kleine Baustellen mal abgehakt. Kommt hier quasi die Wand raus und kommt eine Fensterform mit Schiebetür rein. Hier unten habe ich schon die Leiste abgeschraubt. Da ist leider ein Balken drunter, deswegen muss wahrscheinlich nochmal ein extra Rahmen gebaut werden. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Wand an, wie die von innen ausschaut. Zuerst wurde die elektrische Installation aus der Wand entfernt, damit ich anschließend die Wandverkleidung demontieren konnte und die dahinter befindliche Dämmung herausnehmen kann. Danach wurden die vertikalen Balken entfernt. Zuerst am Boden, dann am Deckenbalken abgesägt, damit später der Kipphebel-Schiebetürrahmen in diese Wand passt. Die Wand ist endlich raus. Hat auch lange genug gedauert, vor allem den Balken da unten sägen, das hat sich wirklich gezogen. Ich will noch mit dem Bandschleifer einmal hier auf eine Höhe alles schleifen, weil man hat doch so ein bisschen Wellen drin, ne, weil das Sägeblatt halt mal ein bisschen gesprungen ist. Das mache ich jetzt noch und dann müsste die Tür eigentlich reinpassen. Fensterrahmen und die Schiebetür sind drin. Allerdings schließt die Schiebetür immer noch nicht ganz richtig. Ich kann das einmal zeigen. So. Ich habe mit der Konstruktion für die Markise angefangen. Die Hi-Fi-Anlage, Küche und die Inneneinrichtung von der Laube kommt beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, um zu gucken, wie es weitergeht. Lasst gerne ein Like und ein paar Kommentare da und auch gerne ein Abo. Bis zum nächsten Mal.